Hallo Oliver, willkommen auf der Intergeo 2025 in Frankfurt. Hallo Harald. Du bist Geschäftsführer von der IWO Vermessungstechnik GmbH in Solingen und du setzt Navis schon etwas länger ein. Sag mal einfach nur, was du so alles machst, nicht nur mit Navis, sondern generell. Ja, ich habe ein Vermessungsbüro, was sich im Bereich der Mining-Industrie bewegt und da rund um Geodaten eigentlich alles erstellt, sammelt und bereit und darstellt. Und da sind wir natürlich immer an neuesten Technologien interessiert, wie wir großflächig, möglichst detailliert Topografie erfassen können. Und ja, da sind wir natürlich auch an Scannern interessiert. Und so sind wir dann auf euch gekommen und haben uns das mal angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und was ist so der Haupteinsatz, wo du Navis jetzt primär einsetzt? Überwiegend muss ich sagen, setzen wir das vielleicht ein bisschen gesondert ein, weil ich mache jetzt seit über 40 Jahren, bin ich in der Mining-Industrie, speziell jetzt auch im untertägigen Bereich tätig. Und da war für uns jetzt die Aufgabenstellung, dass wir untertägige Dolomitgruben aufmessen. Und da war eben die Aufgabenstellung, dass wir das möglichst detailliert und überall machen. Und ja, wenn man da mit dem Tachymeter ankommt, ist man da schnell immer am Ende. Da ist es halt wirklich auch dunkel. Das sind also untertägige Betriebe, die schon sehr alt sind, 100 Jahre alt, also ziemlich groß auf verschiedenen Etagen. Also man nennt das ja Sohlen, die dann da sind. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie können wir das machen. Was wir wollten ist, dass die Firste, also das über Kopf hängende, sage ich mal. Die Decke? Die Decke, ja genau, die Firste danke. Natürlich. Die Firste und die Sohle, dass wir die möglichst detailliert erfassen. Also auch der Auftraggeber wollte da Sprünge von 5 bis 10 Zentimetern dann eben auch in Bruchkanten hinterher dargestellt haben. Das ist natürlich sehr aufwendig. Das kann man eigentlich nur mit Massenpunkten machen. Die Frage ist jetzt, welche Massenpunkte liefern das? Dass wir jetzt also überall ein dichtes Punktnetz, wir haben uns also vorgestellt, einige Zentimeter Punktabstand und dann eben auch nicht schlechter als 5 Zentimeter in XYZ an jeder Stelle haben. Das war so die Aufgabenstellung und daraus würden wir dann eine Punktwolke, das war jetzt so der Traum, ne? Man misst da und hat dann aus verschiedensten Scans dann hinterher eine Punktwolke von dem ganzen Grubengebäude auf verschiedenen Leveln in einem einheitlichen System und macht dann daraus hinterher eine Karte. Das war so der Gedanke, so sind wir da mal locker rangegangen, das allerdings nicht so einfach ist. Und deshalb haben wir dann halt eben Equipment gesucht und mit euch gesprochen und nach Lösungen gesucht. Und jetzt wird es interessant. Du hattest eine Erwartungshaltung, du hast eben gesagt 5 Zentimeter. Und was ist rausgekommen? Ja, also ich hatte ja gefragt nach diesen 5 Zentimetern. Ich habe dir gezeigt, wie das aussieht unter Tage. Das ist ein Kammerpfeilerbau, den wir da haben. Das heißt, das sind Pfeiler, die eine Dimensionierung so zwischen 15, 20 Meter Kantenlänge haben. Und dann geht es dann auch bis 15, 20 Meter hoch, bis die Firste kommt. Und dann hatte ich dich ja gefragt, ob wir das irgendwie machen können, wenn wir da jetzt überall schön Festpunkte reinhängen, ob wir dann eine Genauigkeit von 5 cm in XYZ kriegen können. Und ich weiß noch genau die Antwort. Die Antwort war, so ungenau können wir nicht messen. Ich habe das ehrlich gesagt im ersten Moment nicht so ganz geglaubt. Das ist schon schwer nachzuvollziehen, ne? wie das dann so hinhaut, ob das wirklich so klappt. Wir haben dann ja einen Test gemacht in einem untertägigen Betrieb, wo wir auch detaillierte Punkte von uns im Tachymeter haben, also ganz gezielte Punkte, sind dann da mit dem Scanner durchgegangen und haben dann mit dem VLX das Ganze ja gemacht gehabt und haben dann hinterher die Punktwolke mit unseren Punkten verglichen und haben dann auch, weil das sehr dicht, wir sind ja sehr dicht an den Punkten vorbeigegangen, die wir als Kontrollpunkte hatten. Und dann konnten wir also tatsächlich dann die Genauigkeit sehen. Und ich musste dir dann leider wieder recht geben, zum Glück. Es ist unfassbar, aus meiner Sicht als Vermesser, ist es unfassbar, wie solche Genauigkeiten in dieser Punktdichte, in dieser Geschwindigkeit entstehen. Wir haben das an allen Ecken gemerkt, dass diese Genauigkeit eingehalten wird. Und dann haben wir das System eben gekauft und im nächsten Projekt eingesetzt. Danke dir und weiterhin viel Erfolg mit den Navis-Produkten. Bitte weiter so. Vielen Dank euch auch.